Dieses Video wird unterstützt von Get in IT. Wenn ihr euren Traum verwirklichen wollt und selbst als professioneller Spieleentwickler oder in einem anderen Feld der IT arbeiten wollt, dann klickt da definitiv mal rein und schaut am Ende des Videos nochmal vorbei. Dort zeige ich euch noch ein paar mehr Details. Bis dann. So, einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Three.js. Heute wollen wir uns, diese Szene hier etwas interaktiver gestalten. Und zwar, wenn ich jetzt aktuell irgendwas machen würde hier drin, dann verändert sich hier quasi gar nichts. Und das ist ein bisschen sad und liegt einfach daran, dass wir hier nur einmal rendern aufrufen. Das heißt, wir rendern das ganze Ding. Das bedeutet, wir berechnen ein fertiges Bild, wenn wir aus dieser Kamera hier rausgucken, auf die aktuell generierte Szene. Und das machen wir genau einmal, nämlich in der Render-Methode. So, das ist jetzt natürlich eher ein bisschen, nun ja, traurig für eine interaktive Art und Weise mit dem Browser umzugehen. Also quasi, wir haben keine Spielemöglichkeiten hier, weil wir nichts Interaktives haben. Wir haben keinen Film, weil wir nur ein einziges Bild haben. Wir bauen uns sozusagen einfach nur ein Bild aus was dreidimensionalem. Das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen mehr Interaktivität. Und deswegen löschen wir diese Zeile und dann sagt ihr euch wahrscheinlich, hä, what the... das dürft ihr noch nicht sehen, Entschuldigung, das stand da nicht. Ihr denkt euch jetzt vielleicht, warum lösche ich denn diese Zeile? Naja, ganz einfach, weil ich es besser mache. Und zwar, indem wir hier eine eigene Methode, und nein, nicht Payment Request Update. Wir wollen eine eigene Methode bauen, die genau das tut, aber nicht nur einmal, sondern dauerhaft. Und dazu übergeben wir hier den Renderer. Denn der muss ja das Rendern aufrufen sozusagen. Wir brauchen eine Szene also unsere Szene natürlich, und wir brauchen die Kamera. So, und das packen wir jetzt hier unten alles in eine Funktion rein, die nennen wir Update, denn diese Funktion wird unsere Szene die ganze Zeit updaten, deswegen nennt man die immer Update. So, wie gesagt, der Renderer muss hier rein, die Szene muss rein, die Kamera muss rein und im Endeffekt, was hier drin steht, ist genau das da. So, wenn wir jetzt das aufrufen, dann ist es ja immer noch nur ein einziges Mal, dass hier das ganze Ding aufgerufen wird. Und deswegen muss man natürlich hier dafür sorgen, dass diese Funktion nochmal aufgerufen wird und nochmal, also quasi dauerhaft aufgerufen wird. Und das machen wir mit einer Funktion, die extra von JavaScript kommt, beziehungsweise von eurem Browser eigentlich sogar zur Verfügung gestellt wird. Und die nennt sich Request Animation Frame. Request Animation Frame ist sozusagen ähnlich wie Set Interval, nur dass bei Request Animation Frame nicht oder zusätzlich noch darauf geachtet wird, dass die Animation wirklich hohe Qualität hat, dass es kein Tearing gibt, also keine flackernden Streifen und keine anderen Artefakte, wenn man ein Bild neu berechnet. Es ist halt wirklich für Animation gedacht, frisst dafür aber auch ein bisschen mehr Leistung als Set-Interval. Set-Interval könnt ihr wunderbar für irgendwelche Timer verwenden oder sowas, das reicht da völlig aus. Aber Request Animation Frame wird dann wirklich mit 60 FPS, also wirklich 60 Mal pro Sekunde rausgehauen. Und das ist schon echt ordentlich. So, und ja, Sekunde, was hat mich jetzt gerade verarscht? Das muss da weg, natürlich. So. Und Request Animation Frame, da drin rufen wir jetzt da müssen wir eine Funktion übergeben, die dann jedes Mal aufgerufen werden soll. Das ist eine Function, eine anonyme Funktion einfach. Und in dieser anonymen Funktion, was machen wir? Wir rendern natürlich unser Bild. Ist ja logisch, ne? So, und dann handelt das eigentlich beziehungsweise eigentlich wollen wir nicht rendern, eigentlich wollen wir updaten. Wir wollen die Update-Funktion nehmen, denn die macht das ja für uns hier. Wir brauchen ja nicht den Renderer an sich. So, genau. Okay. Und eine von den Klammern kann hier noch weg. Okay, so und jetzt haben wir quasi eine Funktion, die das regelmäßig für uns übernimmt. Und jetzt können wir uns das mal ganz kurz angucken, was sich hier ändert. Es ändert sich nichts. Das ist jetzt ein bisschen ernüchternd. Nein, eigentlich nicht. Wir haben ja auch keine Animation oder sowas da reingetan bisher. Und deswegen sagen wir jetzt hier einfach ganz dreist in unserem Code, wir wollen, dass unsere Box immer so ganz kleines bisschen nach oben versetzt wird. Ja? Also wirklich relativ langsam. Das heißt, wir sagen hier, lasst uns einfach, damit wir hier auch vernünftig was sehen können, müssen wir es halt mal ganz kurz selber machen, sozusagen in unserer Konsole, okay? Das heißt, wir returnen hier nach dieser Update-Methode einfach mal unsere Szene. Und die loggen wir dann. Das heißt, wir sagen hier var scene ist gleich main und console.log scene. Scene. Okay.
So, jetzt lasst uns nochmal kurz im Browser übergehen und dann sehen wir hier, okay, es hat sich immer noch nichts getan, aber wir gehen jetzt hier mal in Untersuchen und so sehen wir es besser. Und jetzt in der Konsole sehen wir hier die Szene reingebaut, ja. Das heißt, wir können hier sagen, okay, wir möchten jetzt irgendwas verändern. Und jetzt gehen wir hier einfach mal auf die Children und dann sehen wir hier einmal ein Mesh. Und nehmen wir doch einfach mal das erste Mesh. Das sollte, glaube ich, die Box sein, oder? Jo, das sollte die Box sein, hier mit den Werten an 0, 0, 0, das passt. Das heißt, wir sagen hier einfach mal Scene, also wir müssen jetzt auf das Ding zugreifen können via Scene, Punkt, Children, Punkt, beziehungsweise 0, Punkt, ja, was haben wir denn? Position, Punkt, Y gleich 3. So. Okay, das war die Kamera. Aber wir haben trotzdem was verändert. Also ihr habt gesehen, wir haben direkt etwas verändert. Oder haben wir die Box vielleicht nach oben versetzt? Auf jeden Fall, wir haben die Szene aktualisiert und das ist das, was wir hier machen wollten. Die Szene aktualisiert sich jetzt dauerhaft. Ja, immer noch keine tollen Animationen, aber wie gesagt, das kommt noch und wir werden auch noch coolere Sachen damit machen. Und wenn ihr sagt, Mensch, ich will in diesem Bereich später mal arbeiten oder jetzt am besten direkt mal arbeiten, dann schaut euch auf jeden Fall Get in IT an. Dort gibt es mittlerweile über 4.500 IT-Jobs von wirklich sehr, sehr geilen Firmen auch, für die ich natürlich auch arbeiten wollen würde, wenn ich nicht für euch komplett da sein möchte. Und ja, die bewerben sich sogar bei euch. Das heißt, ihr müsst nicht mal Bewerbungen schreiben, sondern die Firmen bewerben sich bei euch und ihr werdet dann gematcht und ja, könnt dann dort quasi direkt anfangen. Natürlich nicht nur im Game Design, sondern in jedem Bereich der IT, aber da wir gerade Game Design machen sozusagen für den Browser, ist das natürlich auch eine super Gelegenheit für euch. So, einfach hier auf Profil bearbeiten gehen. Das Ganze ist natürlich komplett kostenlos für euch und ihr könnt euch da anmelden, kostet euch gar nichts und dann einfach hier angeben, was ihr wirklich alles könnt. Wir haben ja schon mal ein Sponsoring gemacht, das heißt hier React.js, TypeScript, Python und Machine Learning haben wir alles schon gemacht. Und ja, jetzt sagen wir einfach mal, Mensch, nach dieser Serie können wir natürlich noch Free.js hier absolut perfekt und dann natürlich nicht nur auf einer 3 von 5, sondern auf einer soliden 5 von 5 und dann können wir auch im Free.js-Bereich einen Job finden. So, dann natürlich noch die Sprachen einstellen, Perspektiven, Studium, Ausbildung und Praxiserfahrung und Lebenslauf und wenn ihr wirklich euer Profil komplett ausgefüllt habt, was ihr hier oben an dem wunderschönen Diamanten seht, dann könnt ihr wirklich erwarten, dass einige Firmen sich bei euch bewerben werden. Das ist nämlich auch so gewesen bei unseren bisherigen Sponsorings. Dort haben tatsächlich 80% der Leute, die sich über meinen Link angemeldet haben und ihr Profil komplett ausgefüllt haben, ein Jobangebot bekommen. Ich glaube, das allein ist schon Motivation genug, das zu tun. Und ja, in dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Lernen, wünsche ich euch viel Spaß beim Jobsuchen bzw. gesucht werden und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.